In der ruhigen, schneebedeckten Stadt Rovaniemi, Finnland, näherte sich ein müder Busfahrer namens Kari dem Ende seiner Schicht. Seine alten Knochen schmerzten und sein Herz sehnte sich nach der Wärme seines Herdes und der Gesellschaft seiner Frau Aino. Die letzte Haltestelle seiner Route stand bevor, und als er an der verlassenen Bushaltestelle anhielt, ließ er einen schweren Seufzer von sich. Die Nacht war ungewöhnlich still, abgesehen vom Knirschen des Schnees unter den Reifen seines Busses. Als er sich darauf vorbereitete, die Türen zu schließen und zurück zum Depot zu fahren, fiel ihm etwas ins Auge. Ein großer, gut gebauter Hund trottete am Straßenrand entlang, sein Atem bildete Nebel in der kalten Luft. Kari hatte in seiner Zeit viele Streuner gesehen, aber dieser Hund war anders. Er bewegte sich mit einer bestimmten Würde, sein Fell war gut gepflegt, und in seinen Augen lag eine Intelligenz, die von einem Leben mit einer liebevollen Familie zeugte. Kari konnte nicht erklären, warum, aber er fand sich dabei, die Bustüren weiter zu öffnen und den Hund einzuladen, einzusteigen. Der Hund zögerte nicht. Er sprang die Stufen hinauf, gab Kari ein freundliches Wuff und plumpste auf den Sitz neben ihm, als hätte er das schon 100-mal zuvor getan. Kari sah den Hund an, und der Hund sah ihn zurück an, sein Schwanz schlug sanft gegen den Sitz. In seinen Augen war keine Angst, keine Verzweiflung. Das war kein Streuner, er war vielleicht verloren, aber nicht verlassen. Kari wusste, dass er den Hund ins Tierheim bringen sollte, aber etwas an diesem Tier rührte sein Herz. Er erinnerte sich an seinen eigenen Hund, Kura, der vor ein paar Jahren gestorben war. Kura war sein ständiger Begleiter, sein Vertrauter, sein Freund gewesen. Dieser Hund, mit seinen warmen Augen und seinem freundlichen Wesen, erinnerte ihn an Kura. Also fuhr Kari statt zum Tierheim zum Busdepot. Er parkte den Bus, schaltete den Motor aus und holte sein altes, ramponiertes Handy heraus. Er wählte die Nummer des örtlichen Tierheims, sein Herz klopfte in seiner Brust. Er war sich nicht sicher, warum er so nervös war. Es war schließlich nur ein Hund. »Hallo, hier ist Kari, der Busfahrer«, sagte er, seine Stimme war rau vor Emotion. »Ich habe hier einen Hund. Nein, er ist kein Streuner. Er ist gut erzogen, intelligent, kennt Kommandos. Ich glaube, er ist verloren. Können Sie ihn abholen?« Die Frau am anderen Ende der Leitung versicherte ihm, dass sie bald dort sein würden. Kari legte auf und sah den Hund an. Er beobachtete ihn, den Kopf zur Seite geneigt, als ob er versuchte zu verstehen, was geschah. »Mach dir keine Sorgen, Junge«, sagte Kari sanft. »Wir werden deine Familie finden.« Das Warten war qualvoll. Kari ging im Bus auf und ab, seine Augen wanderten alle paar Sekunden zu dem Hund. Der Hund schien seinerseits zufrieden zu warten. Er sah Kari mit ruhigen, geduldigen Augen an, als wüsste er, dass Hilfe unterwegs war. Schließlich fuhr ein Auto ins Depot. Eine junge Frau mit einem freundlichen Gesicht und einem warmen Lächeln stieg aus, eine Leine in der Hand. Sie stellte sich als Sanna vor, die ehrenamtliche Helferin des Tierheims. Kari führte sie zum Bus, sein Herz klopfte in seiner Brust. Als sie sich näherten, stand der Hund auf, sein Schwanz wedelte eifrig. Sanna hielt ihre Hand aus, und der Hund schnüffelte daran und leckte sie, als ob er seine Zustimmung geben wollte. Als Sanna die Leine am Halsband des Hundes befestigte, sagte sie, »Wissen Sie, wir haben den ganzen Tag nach diesem Hund gesucht. Sein Name ist Jaska. Er ist weggelaufen, als ihn Feuerwerkskörper erschreckt haben. Seine Familie ist sehr besorgt.« Karis Herz schwoll vor Erleichterung an. »Er ist also kein Streuner«, sagte er, seine Stimme war von Emotionen erstickt. Sanna schüttelte den Kopf. »Nein, das ist er nicht. Und dank Ihnen geht er heute Nacht nach Hause.« Mit einem letzten Seufzer schaltete Kari die Lichter des Busses aus und machte sich auf den Weg nach Hause. Seine eigene Familie wartete auf ihn, und er hatte eine Geschichte zu erzählen. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.